Jo, moin Leute, wir sind wieder zurück in einem neuen kleinen Film unserer schönen Videoreihe. Und zwar habe ich mir dieses Mal, bin ich gerade heute Morgen quasi um 7 aufgestanden, einmal durch das ganze Land gekutscht, um meinen sehr angenehmen Zeitgenosse Lukas zu besuchen. Lukas, der ist schon eigentlich länger bei Fischzone dabei, wir haben uns kennengelernt, er fand die Idee cool, unterstützt das schon länger und mein Ziel für diese ganze Videoreihe ist ja wirklich auch einfach mal Angeln in all seinen Facetten kennenzulernen und in all den Bedingungen, die es so gibt. Und dann dachte ich, muss ein Video mit Lukas auf jeden Fall sein, weil wir sind hier angekommen, haben uns mal das Gewässer angeguckt und das ist auf jeden Fall Wahnsinn, ist was total anderes. Und Lukas, ich freue mich hier zu sein. Ja, gerne. Und ja, wie könnte es anders sein? Gerade angekommen, schon geht das erste Brett hier ab. Ich würde sagen, wir zeigen euch einfach mal direkt diesen Auftaktfisch und wie dann das ganze Video abläuft. Das kommt dann Stück für Stück immer weiter. Jo. Jawohl, holen wir einen Fisch. So, hier ist der Fisch. Wir werden euch leider nicht so viel vom Gewässer zeigen können. Aber umso mehr freuen wir uns, dass der See wirklich viele schöne Fische hat. Genau, was wir schon sagen können, wir haben verschiedene Gewässer hier auf dem Programm. Das Ding haben wir uns hier gleich mal als erstes rausgesucht. Hier gibt es ordentliche Brocken zu holen. Die ganzen dicken Fische zeigen wir euch zum Schluss. Wir haben auch einen Plan hier, was Thema dann dieses Teils des Films wird. Aber wie gesagt, das ist hier der Auftakt und für mich krass. Lukas, Wahnsinn. Ey Mann, ist das mal geil. Super schöner Fisch, super dunkel. Hat auch noch ein paar Kratzer von der Laichzeit. Wir wollen ihn jetzt gar nicht lange raushalten. Quatschen tun wir später. Hier seht ihr auf jeden Fall schon mal einen schönen Auftakt für das Video. Ja, Mann. Jo Leute, die erste Nacht ist vorüber. Hier ging jetzt leider nicht mehr viel. Ich bin bis jetzt noch blank an diesem Gewässer. Ich habe einen relativ großflächig viele kleine Partikel gefüttert, also nur Boilies, aber auch so Crunch. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, Lukas hat mir das Feedback gegeben, dass 24er Boilies hier quasi niemand angelt. Und jetzt ist mir dann in diesem ganzen Zusammenhang so Italien wieder in den Kopf gekommen. Jetzt habe ich gedacht, krass, ich hänge jetzt mal diesen Köder an die Rute und das ist quasi ein Drittel Boilie. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe sowieso das, was ich hier erlebe, noch nie erlebt. Dann später noch mal ein bisschen drüber reden, weil man sieht hier Fische live schwimmen und kann die einfach beobachten und es ist
total verrückte Situation, aber ich muss jetzt mal mein Italien-Repertoire hier auspacken und versuchen ein bisschen nachzujustieren, weil einen Fisch will ich hier definitiv fangen. Und eine Option ist jetzt schon mal hier so einen ganz kleinen Boilie-Teil nur so an den Haken zu hängen. Mal sehen. Jo, hallo Leute. Wir haben hier auf jeden Fall, also ich persönlich auf jeden Fall den heißesten Angeltag dieses Jahres miterlebt. Ich habe hier den ganzen Tag so hart geschwitzt, ich fühle mich schon richtig gar im Kopf. Ja, genau, es war jetzt der erste volle Tag, es wird jetzt langsam ein bisschen ruhiger und wir dachten, wir nutzen auch jetzt die Gelegenheit, um mal ein bisschen was zu erzählen. Nämlich, wie schon gesagt, ich bin bei Lukas zu Besuch und was natürlich euch interessiert und sehr wichtig ist, was haben wir eigentlich geplant? Ja, wir haben 5 Nächte Zeit, also 6 Tage, und ich wollte dem Carsten einfach mal zeigen, wo ich angel, wie ich angel und wie hier in der Region geangelt wird. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, einen Baggersee zu befischen. Das ist der See, wo wir hier gerade sind. Das ist ein kleiner Baggersee, stark beangelt, durchaus große Fische. Dann wollten wir noch einen kleinen Fluss mal in der Region befischen. Da haben wir leider keine Karten bekommen, weil es wie überall hier recht schwierig ist mit den Gastkarten. Wir konnten dann aber noch einen schönen Altarm organisieren, wo wir auch die exklusive Möglichkeit haben, als wahrscheinlich letzte Gastangler dieses kleine Stückchen Natur zu befischen. Bin ich auch sehr heiß drauf. Weil es dann irgendwann anglerisch dann aufgegeben wird von der Fischereigenossenschaft. Ja, also haben wir jetzt aktuell 2 Gewässer im Petto und was wir als drittes befischen, das lassen wir uns noch offen. Da haben wir noch ein paar Optionen. Genau, wir haben 5 Nächte insgesamt. Die erste haben wir hinter uns. Lukas ist ja direkt mal mit einem geilen Fisch eingestiegen. Der Tag war heute ruhig und wir machen jetzt noch eine Nacht hier. Dann wechseln wir in diesen Altarm. Da hat mir Lukas auch schon so ein paar Videos geschickt so, und ich bin mega heiß drauf, weil Seerosen, ganz verwachsenes Angeln, aber ein sehr schmales Flüsschen. Also da bin ich sehr gespannt. Karpfen sind schon mal da. Ich weiß nicht, ob man es sieht unter dem Seerosenblatt. Vorne auch einer. Und dann die letzte Nacht haben wir noch so ein bisschen offen, wo es uns da noch hin verschlägt. Und für mich ist das hier auf jeden Fall total Wahnsinn und einfach eine ganz andere Angelwelt. Und das ist auch mein Ziel, diese ganze Videoserie, die sich auch immer weiter fortsetzt, so Angelwelten kennenzulernen. Ich muss hier auf jeden Fall noch viel lernen, weil es ist für mich, wie gesagt, schön, aber ich möchte eben mein Repertoire erweitern und auch als leidenschaftlicher Angler einfach diese Facetten kennenlernen und da immer mehr dazu lernen. Auch ein ganz spannender Punkt, warum wir dieses Gewässer auch nicht verraten dürfen quasi. Oder das ist für mich als Angelunternehmer immer ein bisschen ein Konflikt. Ich muss natürlich Filme drehen, ich muss Marketing machen, ich muss zeigen, wie die Montagen funktionieren, damit angeln. Aber es ist ja immer ein bisschen auch der Konflikt. Ich will natürlich ungern den Natives, also den regionalen Anglern, ihre Seen verbrennen. Und wenn wir ein Video machen, in dem man halt ganz klar sagt, das ist der See, dann würden halt wahrscheinlich viele Leute da hinkommen. Und hier ist jetzt sozusagen ein bisschen ein Ausnahmezustand. Wir dürfen hier angeln, aber eben ganz klar unter der Bedingung, wir verraten das nicht. Aber was ich auch nochmal sagen wollte, was mir immer bewusst wird bei diesen ganzen verschiedenen Bedingungen, das ist nochmal meine persönliche Ebene, die ich da gerne reinbringen möchte. Angeln ist einfach eines der vielseitigsten Hobbys überhaupt. Ich glaube, man sieht es auch an dem Repertoire, an kleinen Teilen, was in jedem Angelgeschäft hängt. Und Karpfang ist ja auch nur ein Ausschnitt daraus. Und Angeln hat so viele verschiedene Vor- und Nachteile oder verschiedene Bezüge oder verschiedene Herangehensweisen. Und ich finde, es ist extrem wichtig, die Toleranz dafür aufzubringen, dass Angeln immer unterschiedlich ist. Wenn wir jetzt mal sagen, diesen Gewichtsaspekt. Ne, hier hat man die Chance, jederzeit einen 25 Kilo Fisch zu fangen. Und bei mir in der Region würde ich sagen, ein 17 Kilo Fisch ist Ausnahmefisch. Wahnsinn. So, da kriegt jeder von mir ein dickes High Five drauf. Und deswegen finde ich es wichtig, also sich auch zu öffnen und Toleranz zu haben für die verschiedenen Umgebungen, die verschiedenen Bedingungen und nicht nach einzelnen Sachen alles Angeln zu bewerten, nach einzelnen Aspekten, sondern wirklich da offen zu bleiben. Und ich finde das auch ganz spannend, dass das verbindende Element zwischen allen verschiedenen Bedingungen, das ist aber das Angeln. Und das Angeln in seiner Taktik, das Angeln in diesem Jagdinstinkt, das Angeln in dem Naturbezug. Und das ist eigentlich das, was uns alle Angler verbindet. Und ich habe da auch so ein bisschen, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht in diese Geschichte, ich habe einen
sehr vielseitigen Freundeskreis. Und ich finde das schön, dass am Angeln diesen Aspekt, dass es eben diese Verbindung gibt und Leute zusammenführt, die sich nicht treffen würden. Und es liefert dadurch ja auch wirklich die Möglichkeit, sich mit unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen. Ich finde es immer ganz leicht, wenn man schön in seinem kleinen Kreis, in seiner Komfortzone, da in meinem kleinen Studentengrüppchen oder in meinem Handwerkerkreis oder was auch immer mit Gleichgesinnten redet und die sagen immer, ja, ich bin genau deiner Meinung, das finde ich genau so und toll und man ist sich immer einig, fühlt sich immer gut. Aber der wichtigste Grundstein von Verständigung meiner Meinung nach ist, mit Leuten zu reden, die einer anderen Meinung sind. Und sich diesen Konflikt und dieser Auseinandersetzung zu stellen, denn nur so kann Verständigung entstehen, nur so können Dinge zusammengeführt werden und man kann Probleme vermitteln oder auch miteinander reden. Und da finde ich, ist eben Angeln genau dieses zentrale Element, was die Brücke schafft zwischen Menschen, die nie was miteinander zu tun hatten. Und das finde ich faszinierend, einen faszinierenden Anteil. Wir gehen jetzt in die zweite Nacht. Alle Montagen liegen. Du, aber mal bei einem moralischen Gequatsch, ja. Erstmal muss ich hier noch einen Fisch rauszaubern, weil es wäre schon wieder leicht blamabel, wenn ich nicht einen kriege. Nein, Quatsch. Es ist immer ein Bonus, aber ich bin schon echt heiß. Ich habe mir auch jetzt noch mal richtig Mühe gegeben, nachzujustieren und Lukas hat schon einen geliefert. Er würde natürlich auch gerne noch einen fangen. Und also es macht immer Spaß, Fische zu fangen, aber ich hoffe natürlich, dass einer noch geht heute Nacht hier in diesem Gewässer. Wenn nicht, geht es zum nächsten Mal, ist wieder ganz neu. Schnitt. Nee, ja, wir berichten euch über die Nacht, ansonsten geht es dann weiter, morgen zeigen wir euch, was los ist. Und das ist so geil hier, genau, egal ob ich was fange, das kann ich mal so festhalten. Ich habe hier heute schon Spannungs- und Faszinationsmomente gehabt, weil wie gesagt, ich kenne vom Stalken in einer Stunde mal einen Fisch zu sehen. Und hier sitzt man manchmal da, die Fische schwimmen direkt über dem Haken und ich tauch ab und du sitzt so da. Und das ist schon mal mega fett. Ich bin sehr gespannt. Spannung hatten wir, jetzt kommen die Fische. So soll es sein. Ah, war das gut. Ja. So, Lukas, wir haben den ganzen Tag gewartet oder die ganze Nacht ewig und jetzt ist er hier eingestiegen. Ja. Ah, hier ist ein Schlagschifknoten. Noch 10 Meter weg da vorne. Geil. Yes! Der macht gut gerade auf. Fühlt sich aber nicht sehr groß an. Jo. Okay, so. Ja, hol schon gleich. Krass, geil, Lukas, ich freue mich mega. Wir haben hier die ganze Zeit gewartet und schon gefragt, gibt es hier noch einen zweiten? Was passiert hier? Ja, das sieht schon eher nach Plain aus. nicht so massiv aus, aber man weiß es halt auch. Aber der Prototyp. Stimmt, Alter, wie geil ist das denn auf dem Snappy und ab geht er in den Kescher. Damn, Alter. Ja, krass. Zeig uns das, Baby. Mann, Alter. Wie geil ist das?
Mega geil. Schön, Lukas. Herzlichen Glückwunsch von mir, fettes Petri. Ich bin so glücklich, der erste Snapfish. Nice. So. Der hat noch ein bisschen Bums. Mann, Lukas, krasse Nummer. Und man könnte sagen, nice one. Alter. Ey, wieder auch so eine Bombe, Alter. Was ist das hier, Alter? Ich sage ja mal. Wieder 16,5 fahren. Du hast Nee, ein bisschen weniger. Jo, dritte Fisch und der zweite der Nacht. Mit dem haben wir wirklich nicht mehr gerechnet. Wahrscheinlich der Abschluss von unserer Session hier am Baggersee. Jo, schönen guten Morgen, Leute. Ihr habt gesehen, die Nacht war noch mal was los. Lukas hat hier echt gut abgeliefert. Ist natürlich auf sein Hausgewässer. Ich muss gestehen, ich muss jetzt hier loslegen am Spot Nummer 2 und da mal ein bisschen was zeigen. Aber ich finde es völlig in Ordnung. Ich habe ein bisschen risikohaft gefischt. Ich kenne das ja alles nicht. Es waren traumhafte 2 Nächte und jetzt geht es weiter. Was ich noch mal kurz erwähnen wollte. Wir haben hier übrigens die ganze Zeit ohne Boot geangelt. Eine Route mit dem Futterboot rausgebracht, aber auf die lief auch gar nichts. Und wir zeigen euch noch mal so ein bisschen die Montagen. Ich habe hier sozusagen mit dem Loop eine Wurfmontage gebaut. Hier jetzt ein einfaches D-Rig. Und was ich dann gerne mache, ich hau die jetzt noch mal kurz raus für die letzten 2-3 Stunden mit einem Pop-Up. Ich habe hier eben dann einfach einen Quick Change dran, wechsle einfach meinen Haken. Hier ganz easy. Pack jetzt hier nochmal einen Hinge-Stiff-Rig mit Pop-Up drauf. Und dann handhabe ich das so, dass ich mir wirklich vor der Nacht einfach 2-3 Loop vorwickel. So wie wir das auch öfter schon erklärt haben mit dem PVA-Band. Dann kann ich das hier ganz easy umklippen. Schlauch wieder drauf und die Route ist ready, um wieder rauszugehen. Das war meine Wurfmontage. Habe ich hier so auf 50, 60 Meter geangelt. Hat einwandfrei funktioniert. Ich zeige euch noch, was Lukas gemacht hat. Ja, und ansonsten, wie gesagt, es gibt noch ein kleines Frühstück, langsam zusammenpacken und dann fahren wir noch mal ein bisschen einkaufen und duschen. Ich freue mich einfach auf die Dusche. Wahnsinnsabschluss ist hier gerade noch gekommen beim Zähneputzen. Ey. So, da ist er. Ich glaube, der schönste Abschluss, den wir hier so haben könnten. Wahnsinn, Lukas. Ey, Beim Zähneputzen gebissen. du hast so abgeliefert. Fantastisch. Zeig mal die andere Seite. Damit sich wegschwimmt. Ah. Oh, die Seite ist noch schöner.